Wir sind Valeria und Lukas und zusammen mit unserem kleinen Offroad-Camper reisen wir um die Welt. Seit Oktober 2021 sind wir unterwegs auf einem Open-End-Trip Richtung Osten. In der letzten Episode haben wir die wunderschönen Canyons des Omans kennengelernt und eine aufregende Offroad-Tour unternommen. In dieser Episode geht es für uns noch weiter in die Bergwelt. Wir besuchen verwickelte Dörfchen und mittelalterliche Festungen, baden in versteckten Pools und machen uns auf den Weg zum Grand Canyon Arabiens. So, wir sind heute ein Stückchen weitergefahren, haben davor auch ein bisschen was eingekauft und jetzt sind wir hier im kleinen Dorf Misfa. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist ganz ein altes Lehmdorf, was so auf Terrassen angelegt wurde mit einer Palmenoase außenrum. Da freuen wir uns jetzt schon sehr darauf und sind schon gespannt. Am Fuße des mächtigen Jebel Shams gelegen, verzaubert das kleine Dörfchen Misfat durch seine vielen verwinkelten Gässchen und wunderbaren Palmengärten. Viele der alten Lehmhäuser stammen aus dem 16. Jahrhundert und geben einen Einblick in das einfache Leben längst vergangener Zeiten. In den üppigen Palmengärten kann man dem traditionellen Fallatsch folgen, dem Bewässerungskanal, der sich kreuz und quer durch die Oase schlängelt. Die Leute von Misfat leben von der Landwirtschaft. In den Gärten werden Papayas, Bananen, Datteln, Kokosnüsse und Zitrusfrüchte angebaut. Doch auch der Tourismus spielt eine immer größere Rolle und so werden viele der alten Lehmhäuser zu kleinen Boutique-Hotels und Cafés umgebaut.
Wir sind wieder zurück an unserem Stellplatz von gestern. Wir haben heute Vormittag eine kleine Runde gedreht, sind auf einer kleinen Offroad-Piste oder Schotterpiste einmal um den Berg herumgefahren. Dann hat man den Canyon mal von einer anderen Perspektive gesehen. Wir sind ja hier in der Nähe vom Jebel Shams, das ist der höchste Berg von Oman. Der ist über 3000 Meter hoch und wir stehen hier ein bisschen unterhalb des Gipfels auf ungefähr 2000 Metern. Wir stehen hier direkt an diesem großen Canyon. Ich weiß nicht, ich zeige es euch mal. Sieht man das? Da hinten, dieser riesen Canyon. Das ist das Wadi Ghul. Das wird auch der Grand Canyon von Arabien genannt und so sieht es auch aus. Also der Ausblick ist wirklich atemberaubend und wirklich beeindruckend. Wir werden jetzt noch eine Nacht hier an diesem Stellplatz verbringen und hoffen dann auf einen richtig schönen Sonnenuntergang. Hier unten verläuft übrigens eine ganz berühmte Wanderroute, der Balcony Walk. Der verläuft hier an der ganzen Talkante entlang des Canyons. Die Aussicht ist sicher mega, mega gut, aber natürlich ist das nichts für Leute, die Höhenangst haben. Wir hatten heute einen super schönen Sonnenaufgang hier am Canyon. Wir fahren jetzt weiter und probieren ins Tal vom Canyon, da hinter mir runterzufahren. Das soll es auch ganz schön sein, haben viele Leute uns erzählt. Mal schauen, wie das wird.
Wir haben es jetzt bis ans Ende des Tals geschafft, beziehungsweise dorthin, wo die Straße dann aufhört. Es war eine richtige schöne Strecke, ein bisschen abenteuerlich, durch die kleinen Flussläufe hindurch, die kleinen Wasserbecken, aber richtig, richtig schön. Also sehr empfehlenswert für kleine Geländewagen. Und ja, jetzt schauen wir uns hier ein bisschen um. Hier gibt es auch ganz viele Dattelpalmen und es schaut wirklich sehr, sehr schön aus. Kleiner Fun-Fact am Rande: In diesem Tal hier haben wir alles genau identische Toyota Hilux, wie wir ihn auch haben, gesehen. Alle mit Starrachse, gleichem Getriebe, gleiche Ladefläche, alles identisch, richtig lustig. Oman ist jetzt das erste Land auf unserer Reise, in dem wir sehr, sehr, sehr viele Toyota Hilux, genauso wie wir ihn haben, auch sehen. Und die sind alle vom gleichen Jahr, wie wir ihn haben, also alle von 1990. Guten Morgen! Wir haben unseren Vormittag mit einer kleinen Abenteuertour gestartet. Wir sind hier im Wadi Dam und sind heute Morgen einen kleinen Trail hinunter ins Wadi, hinunter ins Flusstal gefolgt. Es war ein bisschen abenteuerlich, es war auch eine kleine Kletterpartie mit dabei, aber wir waren ganz alleine im Wadi und konnten in 2 großen Becken schwimmen. Es war wirklich sehr, sehr schön und eben ein kleines Abenteuer, vor allem für mich, weil ich ja eigentlich so ein bisschen Angsthase bin und das echt ein bisschen eine Herausforderung für mich war. Jetzt sind wir zurück beim Auto. Lukas packt da hinten schon ein bisschen zusammen. Wir werden jetzt noch ein kleines Stückchen zurück ins Dorf Dam fahren, denn dort soll es auch noch ein paar Becken geben, die dann aber sehr viel touristischer und bekannter sind. Und dann danach werden wir dann wieder weiterfahren und mal schauen, was uns heute so erwartet.
Das malerische Bala Fort aus dem 17. Jahrhundert ist eines der schönsten Beispiele traditioneller Bauwerke im Oman und eine der bedeutendsten kulturellen Sehenswürdigkeiten des Landes. Seit 1987 gehört die Festung zum UNESCO-Weltkulturerbe und wurde in den letzten Jahren aufwendig restauriert. Heute ist es ein Genuss, durch die vielen Zimmer und Gänge der Festung zu schlendern und den Blick über die aufragenden Wehrtürme und die ausgedehnten Palmenoasen dahinter schweifen zu lassen. Danke fürs Einschalten. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse uns gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar und abonniere unseren Kanal.